Der Hürtgenwald. Von Oktober 1944 bis Februar 1945 kam es im Hürtgenwald zu Gefechten zwischen der US-Armee und der deutschen Wehrmacht. Diese Kämpfe gehörten mit zu den schwersten im Zweiten Weltkrieg. Die US-Armee hat geplant, den Wald in wenigen Tagen zu erobern, doch der erste Vorstoß der Amerikaner endete schon nach 3 Kilometern. Sie stoßen auf eine ausgedehnte Bunkerkette der Deutschen und der gesamte Wald ist mit unzähligen Minen übersät. Nach 10 Tagen sind die Verluste auf beiden Seiten schon so hoch, dass die Kämpfe unterbrochen werden. Tagelang mussten sie in ihren Schützengräben Nässe und Kälte aushalten. Nach mehreren Offensiven konnten die Amerikaner im Januar immer wieder Gelände gewinnen. Am 10. Februar 1945, nach 4 Monaten schwerer Gefechte und unzähligen Verlusten auf beiden Seiten, eroberte die US-Armee die Ortschaft Schmidt, womit die Kämpfe im Hürtgenwald endeten. Die Schätzung der Verluste bleibt kontrovers. Man spricht aber von mehreren 10.000 Toten auf beiden Seiten. Nach nun 76 Jahren erinnern nur noch ein paar wenige Relikte und Überreste an diese Zeit. Hi Leute, heute sind wir mal wieder unterwegs und zwar im Hürtgenwald und heute wollen wir uns mal ein paar von diesen Bunkern, die noch existieren, zum Teil angucken. Ja, und sind wir mal gespannt. Bis gleich. Ja, das war jetzt im Prinzip die Stelle, wo sie den Amerikaner gefunden haben, 2000. 2000 auch erst, ne? Das ist auch krass. Kampfmittelräumdienst. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen reingegangen und hier gibt es praktisch eine Gedenkstätte von einem amerikanischen Soldaten, der im Jahre 2000 gefunden wurde von einer Kampfmittelräumkommando. Und zwar der Robert Kaoff, der 78. US-Infanteriedivision angehörte und ja, galt 55 Jahre als verschollen. Ja, und den hat man wie gesagt dann hier gefunden und seine Gebeine dann wieder in dem Fall nach Wisconsin, seiner Heimat, überführt. Und man hat jetzt hier für den Soldaten noch eine Gedenkstätte gemacht, um daran auch zu erinnern.
So wie ihr jetzt sehen könnt, bin ich jetzt hier praktisch jetzt in dem ersten Bunker drin. Und ja, der ist halt komplett gesprengt. Sieht man ja hier auch schon. Die ganzen Einzelteile zerfallen. Ja, hier sieht man noch einen Teil von, ja, keine Ahnung, Belüftung vielleicht hier oben und da. Man sieht hier auch noch zum Teil den Tarnanstrich jetzt von der Sonne ganz gut. Hier so grünlich. Hier ein bisschen schwarz dann. Ja. Und das ist jetzt hier alles einmal gesprengt. Was das jetzt genau für ein Regelbau gewesen ist, kann ich auch gar nicht mehr sagen. Ob der jetzt mehrere Etagen hatte, auch nicht, aber vermutlich nicht. Ja. Ja, Leute, jetzt haben wir hier noch einen Bunker gefunden, beziehungsweise der Rest, was davon über ist. Sind ja wirklich alle hier so gesprengt worden. Also man sieht jetzt hier nur das Fundament. Man kann jetzt auch gar nicht mehr richtig erkennen, wie groß er war. Ja, gut, die Ausmaße. Hier ging es noch weiter. Hier sieht man noch einen Rest. Und mehr ist es hier nicht. Also in Deutschland ist halt immer sehr viel in dieser Richtung schon abgebaut, abgetragen worden. Im Ausland sieht es meistens anders aus. Aber hier vergisst man diese Sachen ganz gerne wieder. Und ist auch bedacht, das dann entsprechend ja, alles wegzumachen. Ne? So, jetzt haben wir hier noch einen weiteren Bunker entdeckt. Auch hier können wir wieder sehen, dass das Ganze gesprengt wurde. Man kann es ungefähr noch erkennen, wie er aufgebaut gewesen ist. Aber der schien jetzt auch nicht weit reinzugehen. Es war praktisch hier nur so eine Art Gefechtsstellung. Ob hier vielleicht sogar eine größere Pack oder irgendwas stand oder ob hier nur so MGs verbaut gewesen sind, das weiß man jetzt nicht. Das müsste wahrscheinlich jetzt hier auch die Front gewesen sein. Hier sieht man auch diesen Tarnanstrich. Wobei, ja, das müsste hier die Front gewesen sein, weil da hinten ist auch alles irgendwie zu. Gehen wir nochmal hier einmal rum um den Bunker. Vielleicht kann man das ein bisschen besser identifizieren. Ob das jetzt hier irgendwie reinging. Ja, schwierig. Vermutlich gab es auch hier irgendwie Laufgräben, die das so ein bisschen miteinander verbunden hat. Hier kann man, glaube ich, auch sowas erkennen. So leicht, weil das sieht mir nicht aus, als ob das hier ein Bach war. Ne, das werden mal Laufgräben gewesen sein. Ziehen sich jetzt von hier durch und sind dann hier wahrscheinlich noch zum Bunker gegangen. Das Ganze sollte ja auch nicht alles so hoch sein, damit man das schon von Weitem erkennt, sondern sollte sich ja so ein bisschen auch in den Wald, also mit der Landschaft im Wald sollte das so ein bisschen verschmelzen, das Ganze einfach. Ja, und hier könnte ich mir vorstellen, dass hier dann auch nochmal wie ein MG oder ein Granatwerfer oder irgend sowas aufgebaut ist. Wobei Granatwerfer wahrscheinlich ein bisschen kritisch ist im Wald. Aber zumindest ein MG, sowas kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja.
Ja, auch hier haben wir jetzt wieder ein Exemplar gefunden. Wie ihr sehen könnt, halt auch komplett gesprengt. Gucken wir mal eben hoch, was da noch so zu sehen ist. Ja, und von hier hinten sieht man dann auch gar nicht mehr so viel, weil das alles zusammengesackt ist. Und der auch ziemlich nah schon an der Straße liegt. Ja, dann haben wir hier noch einen weiteren Bunker entdeckt. Ochsenkopf heißt das hier in dem Fall. Ja, die hatten auf jeden Fall hier auch eine relativ gute Aussicht. Ne? Also man konnte jetzt hier das ganze Tal so ein bisschen überblicken. Und der Bunker befindet sich jetzt hier unten. Da müssen wir noch einmal ein bisschen nach unten gehen. Mal gucken, inwieweit der hier gesprengt ist. Ja, auf jeden Fall sind hier auch schon ein paar Absprengungen von der äußeren Hülle. Ja, und hier seht ihr auch schon die Aussicht, die die Soldaten jetzt hier gehabt haben in dem Fall. Das war schon eine andere Geschichte. Ja, der ist auf jeden Fall hier auch nochmal wieder komplett zusammengesackt. Hier oben hat man noch ein altes Drahtseil. Und jetzt gucken wir mal. Okay. Kann man auch nicht mehr erkennen, wo hier die Schießscharten so wirklich gewesen sind. Ne? Also hier unten, das ist ja eigentlich im Prinzip nur weggesackt. Na gut, dann wird er vielleicht einfach irgendwie zusammengesackt sein, dann wo man den gesprengt hat. Das vielleicht hier von der Seite, weil anders macht es ja gar keinen Sinn. Er kann ja nur einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung gewirkt haben. Hier unten geht ja die Straße her, das weiß ich nicht, ob die früher da auch war. Vermutlich ja. Ja. Und irgendwas war ja oben auch noch drauf. Vielleicht war hier sogar eine größere Kanone, ein Flakgeschütz oder sowas. Könnte auch sein, ne? Ochsenkopfbunker. Tja. So, ich habe mich jetzt entschieden, hier runter zu gehen. Da zu dem Bunker. Weil der jetzt auch gar nicht eingezeichnet ist. Die MG-Stellung oben habe ich jetzt gerade im Internet geguckt. Die ist relativ unspektakulär. Sieht man halt nichts mehr. Nur noch ein paar Fundamentreste. Aber da unten, das ist halt spektakulärer irgendwie. Zumindest gerade von hier oben. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal da runter und gucken uns das Objekt nochmal an. So, hier haben wir im Prinzip das Konstrukt, was ich von da oben entdeckt habe. Eine massive Betonwand. Das scheint vielleicht sogar irgendwie ein Zugang an einem Bunker gewesen sein. Weil hier hat man jetzt auch noch eine. Wir gehen jetzt erstmal eben kurz hier hoch. Ja, da hat man komischerweise noch eine Wand. Ob jetzt ein Dach noch oben drauf gewesen ist oder wie kann man sich das jetzt hier vorstellen? Das sind halt alles nur noch so Bruchstücke. Ja, das ist halt auch alles wieder gesprengt. Man sieht es hier, da. Überall liegen die Teile. Deshalb kann man sich das schon wieder nicht mehr richtig vorstellen. Hier unten ist noch was. Da können wir noch mal eben vielleicht von der Seite rein. So. Ja. Im Prinzip hat man hier jetzt auch noch mal. Oh, da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen rein. Aber jetzt habe ich, glaube ich, meine Taschenlampe gerade nicht mit. Ich guck mal. Ja, aber das ist auch alles. Da kommt man auch nicht mehr weiter. Ne.
Also ihr seht es jetzt nicht, aber man kommt hier noch ein bisschen unten rein und wäre dann wahrscheinlich hier in dem Bunker, aber das war's auch schon. Ja. Und hier unten hat man halt die Straße, ne? Als ob der jetzt hier nach unten das Ganze abgesichert hat. Aber es scheint mir halt schon eine ganz große Anlage zu sein. Hier unten ist auch noch was. Es kann aber natürlich sein, dass das jetzt hier einfach auch irgendwie umgeklappt ist von da oben. Könnte sein. Es ist halt sehr schwer jetzt nachzuvollziehen, wie das Ganze hier ausgesehen hat. Aber wie gesagt, das ist halt der Nachteil in Deutschland, wenn das nicht alles irgendwie museumstechnisch genutzt wird. Ja, hat das eigentlich keinen Wert und man will es eigentlich so ein bisschen eher begraben, das Ganze. Gut, es ist halt auch irgendwo nachvollziehbar, aber ich finde, es hat eigentlich einen Mehrwert, wenn man das als Gedenkstätte irgendwie dann halt nutzt und ja, halt für nachfolgende Generationen, dass das halt irgendwie einen Mehrwert hat, damit sich die das halt alles nochmal vorstellen konnten, weil das verblasst natürlich halt irgendwann mal alles. Und ja. Gut. Dann werde ich jetzt wieder da hoch laufen. Und ja, dann gucken wir mal. So Leute, das war's mit unserem Ausflug hier im Hürtgenwald. Man konnte noch einiges sehen. An Bunkern waren zum größten Teil ja alle schon gesprengt, ist klar, ist nachvollziehbar. Aber man hat nochmal ein Gefühl bekommen für das, was hier passiert ist. Und es sind ja halt wirklich Tausende von Soldaten auf beiden Seiten hier ums Leben gekommen. Also es war wirklich ein krasses Schlachtfeld auch. Und ja, das einfach nochmal zu sehen, wie das hier vor Ort so gewesen ist, zum Teil halt so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, war schon ganz krass. Und ja, man soll das halt auch immer irgendwie in Erinnerung behalten, dass es sowas gegeben hat. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß, haut rein!